Vor kurzem war ich in Tschechien zu Besuch und habe neue Mozartkugeln entdeckt, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Das heißt, in dem Video werde ich euch beide Kugeln zeigen und es gibt natürlich auch einen Geschmackstest. Für das heutige Mozartkugel-Video werde ich euch also gleich zwei Kugeln zeigen. Und zwar die Mozart-Praline von J.D. Cross, das ist eine Lidl-Eigenmarke, und die Alpenfest-Style, was auch eine Lidl-Eigenmarke ist. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Kugeln halten sich, so nehme ich jetzt zumindest mal an, eher in Grenzen. Wenn man sich die Verpackungsrückseite anschaut, also die Nährwerttabelle oder die Inhaltsstoffe, dann sind die beide ziemlich ähnlich. Auch hier auf der Verpackungsvorderseite sind die beiden, so würde ich jetzt zumindest sagen, sehr ähnlich verpackt. Schauen wir uns also jetzt auch gleich mal die erste an, die Mozart-Pralines von J.D. Cross. Und hier sieht man jetzt bei dieser Mozartkugel, dass es innen einen Nougatkern gibt. Dann hier weißes Marzipan, grünes Marzipan darunter. Hier eine Milchschokoladenschicht oder zumindest eine hellere Schokolade. Und dann ist das Ganze umhüllt mit einer dunkleren Schokolade außen, die man dann hier sieht. Und jetzt natürlich für den Vergleich, wo ich auch schon sehr gespannt bin, was sich hier eigentlich in der Verpackung genau verbirgt oder in der Kugel selber, die Alpenfest-Style Mozart-Pralines. Und in diesem Fall vielleicht auch noch spannend, wenn man sich das anschaut, das hier ist ja eigentlich nur ein Aufkleber. Das heißt, wenn wir den da jetzt vorsichtig runterlösen, kommt jetzt ein spannender Plot-Twist. Wie ihr hier sehen könnt, sind hier eigentlich die Ingredients auf Englisch aufgelistet und auch quasi von Lila Amerika. Aber sind dann trotzdem in Tschechien gelandet. Schauen wir jetzt aber in die Verpackung selbst rein, was für Kugeln sich denn hier befinden. Und ich glaube, hier könnt ihr auch sehen, dass die Verpackung und das Mozart-Porträt, das hier verwendet wurde, also das gleiche ist.
Und auch hier im Aufbau sieht man, wie die vorherige Kugel, innen Nougat, dann hier weißes Marzipan, grünes Marzipan, eine helle oder Milchschokoladeschicht und außen dann ist diese Kugel in dunkle Schokolade gehüllt. Nachdem ich euch nun beide Kugeln etwas näher gezeigt habe und ihr vielleicht auch sehen konntet, dass die Querschnitte von beiden ziemlich ähnlich, man könnte vielleicht auch sagen gleich sind, folgt natürlich auch noch der versprochene Geschmackstest. Dabei werde ich hier, so wie immer, bei allen Kugeln, die ich hier im Kanal vorstelle, möglichst neutral vorgehen. Das heißt, ich möchte euch eher sagen, schmeckt diese Kugel nach Marzipan oder nach Nougat? Ist sie eher neutral? Wo befindet sie sich auf so einer, sagen wir mal, groben Skala? Das ist natürlich am Ende des Tages immer eine sehr individuelle Einschätzung, aber ich möchte euch zumindest ein grobes Gefühl geben, wie denn diese Kugel überhaupt schmecken könnte. Dazu vielleicht auch noch ein Hinweis, wenn ihr jetzt auch noch weitere Geschmackstests in Zukunft sehen möchtet oder Mozartkugelvergleiche, abonniert dann gerne den Kanal irgendwo hier unten. Jetzt aber probiere ich mal die erste Kugel. Ja, also bei dieser Mozartkugel würde ich eher einen, sagen wir mal, stärker auf der marzipanigen Seite Geschmack verorten. Das Nougat kommt schon ein bisschen zu tragen, aber insgesamt würde ich doch hier das Marzipan, sagen wir mal, sehr dominant sehen. Und damit ich jetzt, wenn ich die andere Kugel koste, einen einigermaßen neutralen Geschmack habe, auch ein Glas Wasser. Damit ich da die Meinung zur zweiten Kugel möglichst neutral, sagen wir mal einigermaßen neutral weitergeben kann. Jetzt also die Mozartpraline von Alpenfest Style. Also auch da wiederum eine Kugel, wenn ich die Skala hier jetzt einblende, die auf der marzipanigen Seite ist. Sie schmeckt eigentlich, ja, eigentlich genau gleich wie die andere oder sehr ähnlich. Ich habe es auch schon am Anfang erwähnt, die Inhaltsstoffe sind ja an sich sehr gleich. Auch die Verteilung der Nährwerttabelle ist jetzt kaum anders. Und somit war auch zu erwarten, dass das eben nicht nur die, wie ihr hier seht, die Verpackung sehr gleich ist, sondern auch der Geschmack. Und ja, ist aber auf jeden Fall sehr marzipanig. Das heißt, in beiden Fällen für diese Kugeln würde ich sagen, wenn ihr Marzipan sehr gerne mögt, eine gute Option für euch. Wenn ihr sagt, ihr möchtet eher ausgewogenere oder nougatlastigere Mozartkugeln, dann ist es vielleicht nicht die allererste Wahl. Und ja, damit ist auch dieser Geschmackstest vorbei und dieser große Vergleichstest. Ich glaube, ihr konntet euch jetzt ein gutes Bild davon machen, wie diese beiden Kugeln aufgebaut sind, dass sie gleich verpackt sind. Also die eigentliche Kugel meine ich damit natürlich jeweils. Die äußere Verpackung ist ja jeweils anders. Was für mich auch sehr spannend war, ist, dass wie bei dieser Alpenfest-Style-Kugel rausgekommen ist, die eigentlich eine eigentlich, ja, wo haben wir es denn da? Distributed by Lidl US. Das ist eigentlich, könnte sogar eine amerikanische Kugel sein, die aber dann einfach in Tschechien gelandet ist und dann mit einem Sticker sozusagen für diesen Markt umfunktioniert wurde. Geschmacklich hat das natürlich jetzt trotzdem keinen großen Einfluss für mich gehabt. Am Ende von dem Video blende ich euch auch noch weitere Mozartkugeln-Videos ein. Ich habe noch einige weitere gemacht
Und es wird auch noch einige geben. Das heißt, schaut gerne in die Playlist, wenn ihr jetzt auch gespannt seid, wie andere Mozartkugeln aufgebaut sind und wie sie schmecken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.